Lektion 1: Nebenwirkungen von Medikamenten. Hey Anna, ich habe gehört, dass du Probleme mit einem neuen Medikament hast. Hey, wie läuft das? Oh John, es war ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Die Nebenwirkungen waren ziemlich lästig. Ich verstehe. Welche Nebenwirkungen haben Sie erlebt? Nun, ich hatte etwas Übelkeit und Schwindel, was wirklich unangenehm war. Das klingt hart. Wie lange halten diese Nebenwirkungen in der Regel an? Nach dem, was ich gelesen habe, sollten sie innerhalb von 1 oder 2 Wochen verschwinden, wenn sich mein Körper anpasst. Okay, das ist gut zu wissen. Hoffentlich hält das Unbehagen dann nicht allzu lange an. Das hoffe ich auf jeden Fall. Es war ein Kampf, den Überblick über meinen Tagesablauf zu behalten. Das kann ich mir vorstellen. Konnten Sie irgendwelche Wege finden, um mit den Nebenwirkungen umzugehen? Der Arzt empfahl, das Medikament zusammen mit einer Mahlzeit einzunehmen, was ein wenig geholfen hat. Das ist ein guter Tipp. Gibt es noch andere Schritte, die Sie unternehmen, um Linderung zu finden? Ich habe auch versucht, hydratisiert zu bleiben und viel Ruhe zu bekommen. Alles, um die Symptome zu lindern. Kluges Denken. Hoffentlich zahlen sich diese Strategien aus und Sie werden sich bald besser fühlen. Das hoffe ich wirklich. Dieser ganze Prozess war eine Lernerfahrung, das ist sicher. Zweifellos. Aber es ist gut, dass Sie proaktiv sind und auf sich selbst aufpassen. Absolut. Ich bin entschlossen, das durchzustehen und die Vorteile des Medikaments zu sehen. Ich bewundere deine Ausdauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Genesung. Lektion 2: Das perfekte Outfit finden. Guten Morgen, Anna. Ich brauche Hilfe bei der Auswahl eines Outfits für eine formelle Veranstaltung. Irgendwelche Vorschläge? Okay, lass uns das durchdenken. Was ist der Anlass? Du willst etwas Formelles, aber nicht zu Ausgefallenes. Es ist ein Arbeitsbankett, also muss ich professionell aussehen, aber nicht überzogen. Ein schönes Kleid oder Anzug könnte gut funktionieren. Was wolltest du tragen? Ich habe über einen Anzug nachgedacht, bin mir aber nicht sicher, ob das für diese Veranstaltung zu formell ist. Ein Anzug ist eine gute Option, aber du könntest auch ein Button-Down-Shirt mit Hose in Betracht ziehen. Das ist eine gute Idee. Etwas lässigerer als ein ganzer Anzug. Exakt. Und sie könnten das Hemd und die Hose sogar mit einem Sportmantel kombinieren, um einen polierten Look zu erzielen. Oh, die Idee gefällt mir. Ein Sportmantel wäre ein netter Kompromiss. Absolut. Auf diese Weise sehen sie gut aus, fühlen sich aber trotzdem wohl. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch die richtige Farbpalette und das richtige Zubehör herausfinden. Ich würde empfehlen, bei neutralen Tönen wie Marineblau, Grau oder Schwarz zu bleiben. Okay, das macht Sinn. Und was ist mit Schuhen und Krawatte? Irgendwelche Gedanken dazu? Für Schuhe würde ein schönes Paar Abendschuhe gut funktionieren. Und eine einfache, einfarbige Krawatte. Ich hab's. Ich glaube, ich habe eine gute Vorstellung davon,
was ich jetzt anziehen werde. Wunderbar. Ich bin sicher, du wirst fantastisch aussehen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen. Wird reichen. Danke für deine Hilfe. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster. Lektion 3. Zurück zum Unterricht nach dem Mittagessen. Hey Anna, hast du deine Mittagspause genossen? Es war großartig. Ich fühle mich erfrischt und bereit, wieder in unser Studium einzutauchen. Das gleiche hier. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir für den Rest des Tages auf Lager haben. Ich auch. Ich habe gehört, dass wir heute Nachmittag Geschichts- und Naturwissenschaftsunterricht haben. Toll, ich habe mich auf unsere Geschichtsstunde gefreut. Wir behandeln ein wirklich interessantes Thema. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf das wissenschaftliche Labor, das wir geplant haben. Oh ja, ich habe gehört, dass wir ein paar praktische Experimente machen dürfen. Sollte Spaß machen. Absolut. Ich liebe es, wenn wir das Gelernte auf praktische Weise anwenden können. Ich auch. Es hilft wirklich, die Konzepte zu festigen, weißt du? Auf jeden Fall. Und ich fühle mich immer so erfolgreich, wenn ich die Experimente erfolgreich abschließen kann. Absolut. Es ist ein großartiger Vertrauensschub. Ganz gewiss. In Ordnung, ich glaube, ich höre die Glocke läuten. Zeit, sich aufzustellen und zurück zum Unterricht zu gehen. Hört sich gut an. Lass uns gehen. Fahre mit dir dorthin. Lektion 4. Unterkünfte für eine Reise buchen. Jo, ich brauche ein paar Tipps zur Buchung von Unterkünften für meine bevorstehende Reise. Oh, du planst eine Reise, hm? Wo willst du hin? Ich denke darüber nach, die neue Stadt zu besuchen, die gerade eröffnet wurde. Ich bin mir nicht sicher, wo ich mit der Buchung einer Unterkunft anfangen soll. Nun, es gibt ein paar Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten. Möchten Sie im Voraus buchen oder etwas finden, wenn Sie dort ankommen? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, was besser wäre. Was empfiehlst du? Nun, eine Buchung im Voraus kann Ihnen mehr Sicherheit geben und garantieren, dass Sie eine Unterkunft haben. Aber manchmal kann es flexibler sein, etwas in letzter Minute zu finden. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich möchte mich nicht eingesperrt fühlen, aber ich möchte auch nicht riskieren, keine Bleibe zu haben. Exakt. Mein Vorschlag wäre, zumindest eine Unterkunft im Voraus zu buchen, auch wenn es nur für die ersten 1 oder 2 Nächte ist. Auf diese Weise haben Sie eine Heimatbasis, von der aus Sie beginnen können. Okay, das macht Sinn. Und was ist mit der Art der Unterkünfte? Sollte ich mir Hotels, Airbnbs, Hostels ansehen? Es hängt wirklich von Ihrem Budget und Ihren Vorlieben ab. Hotels können zuverlässiger, aber teurer sein. Airbnbs eignen sich hervorragend für ein eher lokales Erlebnis. Und Hostels sind budgetfreundlich, wenn es dir nichts ausmacht, Platz zu teilen. Darüber muss ich nachdenken. Vielleicht schaue ich mir eine Mischung von Optionen an, fange mit einem Hotel an und suche dann nach einem Airbnb für den Rest der Reise. Das ist ein solider Plan. Lesen Sie einfach die Bewertungen und recherchieren Sie, damit Sie die richtige Lösung finden. Gute Entscheidung.
Ich fange heute Abend an, mir das anzusehen. Danke für den hilfreichen Rat. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bei der Planung Ihrer Reise weitere Tipps benötigen. Lektion 5: Hilfe anbieten. Morgen. Mir ist aufgefallen, dass du etwas gestresst wirkst. Kann ich sonst noch etwas tun, um dir zu helfen? Oh, hallo John. Ich versuche nur, alles für unsere große Präsentation heute vorzubereiten. Es gibt so viel zu tun. Ich verstehe. Nun, lassen Sie mich wissen, ob ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann. Ich helfe Ihnen gerne mit. Das ist so nett von dir. Lass mich nachdenken. Könnten Sie mir vielleicht helfen, die Folien noch einmal zu überprüfen? Absolut. Zeigen Sie mir einfach in die richtige Richtung und ich gehe sie mit einem feinzahnigen Kamm durch. Großartig, danke. Und wenn es dir nichts ausmacht, könntest du auch die Handzettel für das Publikum ausdrucken? Gar kein Problem. Ich werde mich sofort darum kümmern. Du bist ein Lebensretter. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mitmachst. Natürlich helfe ich gerne weiter. Kann ich sonst noch etwas tun, um dir das Leben heute ein bisschen einfacher zu machen? Nun, jetzt, wo du es erwähnst, könnte ich einen Kaffee gebrauchen. Würde es dir etwas ausmachen, mir einen zu schnappen? Ganz und gar nicht. Wie nimmst du es? Nur einen einfachen schwarzen Kaffee, bitte. Das wäre unglaublich. Du hast es. Ich bin im Handumdrehen zurück. Ich danke dir vielmals. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Erwähne es nicht. Dafür sind Freunde da. Bin gleich zurück. Lektion 6: Das Garderobendilemma. Hey Anna, ich wollte fragen, wo hast du das Shirt her, das du in letzter Zeit getragen hast? Sieht toll aus. Oh, dieses alte Ding? Ich habe es seit Ewigkeiten. Ich habe gerade vor, meine Garderobe ein bisschen zu modernisieren. Ja? Nach welcher Art von Stücken bist du auf der Suche? Nun, ich versuche ein paar vielseitigere Artikel zu finden, die ich kombinieren kann. Weißt du, Sachen, die fürs Büro funktionieren, aber auch für Feierabendpläne. Ich höre dich. Es kann schwierig sein, die richtige Balance zwischen professionell und lässig zu finden. Genau. Und ich will auch nicht das Budget sprengen. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Lass mich nachdenken. Hast du dir das neue Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt angesehen? Sie scheinen einige wirklich schöne Qualitätsstücke zu vernünftigen Preisen zu haben. Nein, ich war noch nicht dort. Ist es einen Besuch wert? Ich glaube schon. Sie hatten viele schöne Blusen und Hosen, die sowohl für das Büro als auch für gesellschaftliche Veranstaltungen geeignet waren. Das klingt perfekt. Ich muss dieses Wochenende dort vorbeischauen. Fantastisch. Und hey, wenn du eine zweite Meinung brauchst, komme ich immer gerne vorbei und teile meine Gedanken mit. Das wäre toll. Ich könnte die Perspektive eines Mannes gebrauchen. Ich helfe gerne weiter. Sag mir einfach, wann du planst zu gehen und ich mache meinen Terminplan frei. Wird reichen.
Danke. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gar kein Problem. Dafür sind Freunde da. Lektion 7: Der heilige Franziskus und der Wolf. Hey Anna, hast du die Geschichte vom heiligen Franziskus und dem Wolf von Gubbio gehört? Nein, ich glaube nicht, dass ich damit vertraut bin. Erzähl mir mehr. Nun, es ist eine ziemlich faszinierende Geschichte über den heiligen Franziskus und seine Interaktionen mit einem Wolf, der die Menschen in einer Stadt namens Gubbio terrorisierte. Wow, das klingt faszinierend. Was ist passiert? Offenbar lebten die Menschen in Gubbio in Angst, weil dieser Wolf ihr Vieh und sogar einige der Stadtbewohner angriff. Das muss wirklich beängstigend für sie gewesen sein. Wie hat sich der heilige Franziskus darauf eingelassen? Der Legende nach ging der heilige Franziskus auf die Suche nach dem Wolf, und als er ihm begegnete, sprach er ihn ruhig und ohne Angst an. Das ist so interessant. Der heilige Franziskus war bekannt für seine Demut und sein Mitgefühl, nicht wahr? Exakt. Er behandelte den Wolf mit Freundlichkeit und Respekt und konnte ihn sogar davon überzeugen, den Menschen in Gubbio nicht mehr zu schaden. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Was ist danach passiert? Nun, der Wolf wurde tatsächlich zu einer Art Haustier für die Stadtbewohner, und sie haben sich für den Rest seines Lebens darum gekümmert. Wow, das ist so ein herzerwärmendes Ende. Der heilige Franziskus hatte wirklich eine Art, Menschen und sogar Tiere zusammenzubringen. Absolut. Sein Beispiel für Mitgefühl und Gewaltfreiheit ist wirklich inspirierend, auch Jahrhunderte später. Ich verstehe warum. Es ist eine wundervolle Geschichte, die die Macht von Freundlichkeit und Verständnis zeigt. Ich stimme zu. Danke, dass du mir von dieser Geschichte erzählt hast. Es ist wirklich faszinierend. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich immer, solche aufmunternden Geschichten zu teilen. Lektion 8: Meditation ist wichtig. In Ordnung, Anna. Ich wollte dich fragen, übst du regelmäßig Meditation? Weißt du, ich versuche in letzter Zeit, mich mehr damit zu beschäftigen. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, Stress abzubauen und innere Ruhe zu finden. Definitiv. Ich mache jetzt seit einiger Zeit regelmäßig Meditationssitzungen, und das hat einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Das ist toll zu hören. Wie hast du überhaupt mit Meditation angefangen? Nun, ich fühlte mich ziemlich überwältigt von der Arbeit und dem Leben im Allgemeinen, und ein Freund empfahl mir, Meditation auszuprobieren, um mehr Gleichgewicht zu finden. Das ist ein toller Vorschlag. Wie haben Sie es in Ihre Routine integriert? Ich versuche, mir jeden Morgen 20 bis 30 Minuten Zeit für die Meditation zu nehmen. Es hilft mir wirklich, mich geerdet und konzentriert zu fühlen, bevor ich den Tag in Angriff nehme. Das ist ein toller Plan. Ich wollte Meditation zu einer regelmäßigeren Gewohnheit machen, aber ich habe Mühe, die Zeit dafür zu finden. Das verstehe ich vollkommen. Es kann schwierig sein, es zunächst zu einer Priorität zu machen. Aber sobald Sie in die Routine einsteigen, wird es so viel einfacher. Irgendwelche Tipps für jemanden wie mich,
der gerade erst mit Meditation anfängt? Eine Sache, die ich vorschlagen würde, ist klein anzufangen, schon 5 bis 10 Minuten pro Tag können einen großen Unterschied machen. Und versuche, einen friedlichen, ruhigen Ort zum Üben zu finden. Das macht sehr viel Sinn. Das muss ich mal versuchen. Hast du eine bestimmte Meditationstechnik, die du empfiehlst? Ich finde die Bodyscan-Methode sehr effektiv. Es hilft mir, mich darauf einzustellen, wie sich mein Körper im gegenwärtigen Moment fühlt. Oh, das muss ich mir ansehen. Danke für den tollen Rat. Ich fühle mich inspiriert, Meditation zu einem festen Bestandteil meines Lebens zu machen. Ich freue mich so, das zu hören. Ich bin sicher, du wirst es unglaublich nützlich finden. Lass mich wissen, wie es geht. Lektion 9: Vertragliche Bedenken. Hey Anna, ich wollte etwas mit dir besprechen. Ich sehe mir diesen neuen Vertrag an und habe ein paar Bedenken. Oh, wirklich? Warum hast du dir wegen des Vertrags Sorgen gemacht? Nun, erstens scheint mir der Zahlungsplan etwas unklar zu sein. Ich möchte sicher gehen, dass ich verstehe, wann ich bezahlt werde. Das ist ein guter Punkt, den man ansprechen sollte. Unklare Zahlungsbedingungen können auf Dauer definitiv zu Problemen führen. Exakt. Und mir ist auch eine Klausel über ein Wettbewerbsverbot aufgefallen, mit der ich mich nicht ganz wohl fühle. Das Wettbewerbsverbot sollten Sie sorgfältig prüfen. Die können knifflig sein. Ja, ich mache mir Sorgen, dass es zu restriktiv sein könnte und meine Möglichkeiten in Zukunft einschränken könnte. Verständlich. Haben Sie sich an die andere Partei gewandt, um eine Klarstellung zu diesen Punkten zu erhalten? Noch nicht, ich wollte zuerst Ihre Meinung dazu erfahren, bevor ich Ihnen meine Bedenken vorbringe. Nun, ich denke, du hast recht, vorsichtig zu sein. Das sind einige wichtige Probleme, die im Voraus geklärt werden müssen. Okay, gut zu wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich werde sicher bald einen Anruf mit Ihnen vereinbaren, um das zu besprechen. Auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt alle Details klären, ersparen Sie sich später viele Kopfschmerzen. Absolut. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Es hilft wirklich, eine neue Perspektive zu bekommen. Natürlich habe ich jederzeit ein offenes Ohr, wenn Sie einen Vertrag oder eine Geschäftsentscheidung besprechen müssen. Du bist der Beste. Ich werde Sie auf jeden Fall über den Verlauf der Vertragsverhandlungen auf dem Laufenden halten. Hört sich gut an. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lass mich wissen, ob ich noch etwas tun kann. Wird reichen. Nochmals vielen Dank. Lektion 10: Diskussion über humanitäre Krisen. Guten Morgen, Anna. Ich wollte deine Gedanken zur anhaltenden humanitären Krise erfahren. Es belastet mich wirklich. Absolut, ich habe die Nachrichten auch genau verfolgt. Es ist eine so verheerende Situation. Ist es? Die Berichte über die steigende Zahl der Todesopfer sind einfach herzzerreißend, insbesondere die hohe Zahl von Frauen und Kindern. Ich weiß, es ist wirklich schrecklich. Die internationale Gemeinschaft scheint von all dem weitgehend ungerührt zu sein. Genau, das kann ich nicht verstehen. Wie kann die Welt solch immensem Leid gegenüber so gleichgültig bleiben? Ich wünschte,
Ich hätte eine Antwort. Der Mangel an Dringlichkeit und Maßnahmen ist einfach so entmutigend. Das ist es wirklich. Ich fühle mich machtlos, wenn ich zusehe, wie sich das entwickelt, als gäbe es nichts, was ich tun könnte, um zu helfen. Ich kenne das Gefühl. Aber wir können uns nicht einfach zurücklehnen und nichts tun. Wir müssen Wege finden, uns zu engagieren und etwas zu bewegen. Du hast recht. Ich habe darüber nachgedacht, für einige der Hilfsorganisationen vor Ort zu spenden. Das ist eine tolle Idee. Jede Unterstützung kann eine echte Wirkung für Menschen in dringender Not haben. Auf jeden Fall. Ich erwäge auch, mich an meine Vertreter zu wenden und zu fordern, dass mehr getan wird. Gute Überlegung. Es ist entscheidend, Druck auf die politischen Führer auszuüben, um echte Maßnahmen anzuregen. Absolut. Diese Krise verdient so viel mehr Aufmerksamkeit und Hilfe, als sie bekommen wird. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen die Stimmen für diejenigen sein, die im Stillen leiden. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies mit mir zu besprechen. Natürlich. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Gespräch führen konnten. Lass mich wissen, wie ich sonst helfen kann. Wird reichen. Ich bin sicher, wir werden dieses Thema bald wieder aufgreifen. Es gibt noch so viel zu tun. Lektion 11: Die Folgen einer Tragödie. Hey Anna, kann ich deine Gedanken zu den Folgen dieses schrecklichen Unfalls hören? Absolut, es hat mich schwer belastet. Die Opfer stehen vor einem so harten Kampf. Ich weiß, die lebenslangen Kosten für Operationen und prothetische Versorgung sind atemberaubend. Genau, die Überlebenden werden jahrelang mit den physischen und finanziellen Folgen zu kämpfen haben. Es ist herzzerreißend. So viele von ihnen werden eine umfassende Rehabilitation und Unterstützung benötigen. Auf jeden Fall wird der Weg zur Erholung unglaublich herausfordernd sein. Und das nur, wenn sie auf die notwendige medizinische Versorgung und Ressourcen zugreifen können. Tragischerweise ist das für viele der Opfer und ihre Familien ein großes Wenn. Es ist einfach so unfair. Sie haben es bereits mit dem Trauma des Unfalls zu tun. Absolut, und jetzt müssen sie sich Gedanken darüber machen, wie sie sich die laufende Behandlung leisten können. Es ist überwältigend. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welchen Stress und welche Angst sie empfinden müssen. Ich auch nicht. Wir müssen Wege finden, sie zu unterstützen und diese Last zu verringern. Stimme voll und ganz zu. Ich dachte darüber nach, eine Spendenaktion zu organisieren, um die Ausgaben zu decken. Das ist eine wunderbare Idee. Jede Unterstützung kann einen echten Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um diesen Opfern zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Lektion 12: Die Fitnessreise. Hey Anna, hast du schon einmal versucht, ein Workut-Tagebuch zu führen? Weißt du, habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass es wirklich hilfreich sein kann. Warum tust du das? Es hat das Spiel für mich verändert. Es motiviert mich und hält mich auf dem Laufenden, was meine Fitnessziele angeht. Das ist interessant, ich würde gerne mehr hören.
Was für Dinge notieren Sie in Ihrem Tagebuch? Nun, ich protokolliere mein Training, die Übungen, die ich verwende, die Gewichte, die ich benutze und sogar, wie ich mich fühle. Ah, ich verstehe. Das muss Ihnen einen guten Überblick über Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit geben. Genau. Es ist so befriedigend, zurückzublicken und zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Das kann ich mir vorstellen. Diese greifbare Bilanz Ihrer Verbesserungen muss sich wirklich lohnen. Absolut. Es ist leicht, sich entmutigen zu lassen, aber das Tagebuch hilft mir, konzentriert zu bleiben. Das ist ein gutes Argument. Diese visuelle Erinnerung an Ihre Fortschritte muss sehr hilfreich sein. Auf jeden Fall. Außerdem macht es Spaß, zurückzublicken und zu sehen, wie sich mein Training entwickelt hat. Ich sehe den Appell. Findest du, dass es dir auch hilft, dein zukünftiges Training zu planen? Definitiv. Ich verwende das Journal, um Bereiche zu identifizieren, auf die ich mich konzentrieren muss, oder um Übungen zu finden, die ich als nächstes ausprobieren möchte. Das ist brillant. Das ist, als hätten Sie eine personalisierte Roadmap für Ihre Fitnessreise. Genau. Ich kann es nur empfehlen, es auszuprobieren. Es hat einen großen Unterschied für mich gemacht. Danke für den Vorschlag. Ich denke, ich fange an, selbst ein Trainingstagebuch zu führen. Lektion 13: Die morgendliche Motivationsherausforderung. Morgen. Ich habe gehört, dass du dir wünschst, du hättest morgens mehr Motivation zum Sport. Ja, damit habe ich wirklich zu kämpfen. Ich weiß, es ist gut für mich, aber es ist einfach so schwer anzufangen. Das verstehe ich vollkommen. Ich war früher genauso, aber ich habe ein paar Tricks gefunden, die geholfen haben. Oh, bitte teilen. Ich suche verzweifelt nach Tipps, die mir helfen könnten, ein morgendlicher Workout-Mensch zu werden. Nun, das erste ist, es so einfach wie möglich zu machen. Lege deine Trainingskleidung am Abend zuvor aus. Das ist eine gute Idee. Es ist sinnvoll, die Barriere zu beseitigen, dass man sich morgens fertig machen muss. Exakt. Und versuche, Workouts auszuwählen, die dir wirklich Spaß machen, und nicht nur das, was du denkst, dass du tun solltest. Das ist ein gutes Argument. Wenn ich mich davor fürchte, werde ich nie dabei bleiben. Es ist wichtig, etwas Lustiges zu finden. Absolut. Und sei nicht zu hart zu dir selbst, wenn du einen Tag verpasst. Gehen Sie einfach am nächsten Tag wieder auf Kurs. Das ist ein wirklich guter Rat. Ich neige dazu, auf mich selbst herunterzugehen, wenn ich einen Fehler mache, was es nur noch schlimmer macht. Ganz gewiss. Feiere die kleinen Siege, konzentriere dich nicht auf Perfektion. Kleine Schritte sind immer noch Fortschritte. Ich mag diese Perspektive sehr. Okay, ich fühle mich inspiriert, das Training am Morgen noch einmal zu versuchen. Super, ich freue mich, dass ich ein paar nützliche Tipps geben konnte. Lass mich wissen, wie es läuft, ich setze auf dich. Werde ich tun, danke John. Wünscht mir Glück. Lektion 14: Das Produktivitätspuzzle. Hey Anna, wie geht es mit deinem großen Projekt voran? Uff, nicht toll, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich Mühe, den Überblick zu behalten. Oh nein, was war bisher die größte Herausforderung?
Ich verwalte meine Zeit einfach effektiv. Es fühlt sich an, als würde es ewig dauern, bis etwas erledigt ist. Ich verstehe, ja, Zeitmanagement kann bei großen Projekten schwierig sein. Wie lange sollte es Ihrer Meinung nach dauern? Nun, die Schätzung lag bei 4 bis 5 Stunden pro Aufgabe, aber ich habe doppelt so lange gebraucht. Das ist interessant. Hast du versucht, die Aufgaben in kleinere Teile aufzuteilen? Das habe ich, aber dann werde ich abgelenkt und das bringt meinen gesamten Zeitplan durcheinander. Ich verstehe, das ist ein häufiges Problem. Haben Sie darüber nachgedacht, die Pomodoro-Technik anzuwenden? Nein, was ist das? Alles, was mir helfen könnte, konzentriert zu bleiben, wäre ein Lebensretter. Es ist eine Zeitmanagement-Methode, bei der Sie in 25 Minuten Intervallen mit kurzen Pausen arbeiten. Oh, das klingt wirklich hilfreich. Das werde ich mal ausprobieren, danke für den Tipp. Gar kein Problem, ich teile gerne mit, was für mich funktioniert hat. Lass mich wissen, ob es hilft. Wird reichen, ich hoffe, es ist der Produktivitätsschub, den ich für dieses Projekt brauche. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Ich wünsche dir viel Glück damit, du schaffst das. Lektion 15, die Reise zum Sprachenlernen. Joanna, ich habe gehört, du arbeitest daran, eine neue Sprache zu lernen. Wie läuft das? Um ehrlich zu sein, war es eine wirklich gemischte Mischung. Ich habe das Gefühl, dass ich Fortschritte mache, aber es ist langsam. Das kann ich mir vorstellen. Eine neue Sprache zu lernen ist ein riesiges Unterfangen. Was war die größte Herausforderung? Definitiv der Wortschatz. Ich kann Wörter wie Kiste und Katze lernen, habe dann aber Probleme mit der Grammatik. Ah ja, das ist ein häufiges Problem. Der Wortschatz ist der einfache Teil, aber die Satzstruktur kann schwierig sein. Genau. Es ist, als ob mein Gehirn einfach keine Verbindung zwischen den Wörtern und ihrer Verwendung herstellen kann. Ich höre dich. Hast du irgendwelche speziellen Techniken ausprobiert, um dir bei der Grammatik zu helfen? Nun, ich habe viele Podcasts gehört und Fernsehsendungen in dieser Sprache gesehen, was geholfen hat. Toll, dieser Immersionsansatz kann wirklich effektiv sein. Wie wäre es mit der Zusammenarbeit mit einem Tutor oder Sprachpartner? Das ist eine tolle Idee. Ich wette, diese 1:1 Interaktion würde mich zwingen, die Grammatik mehr zu üben. Auf jeden Fall. Und Sie könnten sofortiges Feedback geben, um die richtige Satzstruktur zu stärken. Ja, ich denke, ich werde versuchen, einen Sprachpartner zu finden. Das könnte das fehlende Stück sein. Fantastisch, ich bin mir sicher, dass das einen großen Unterschied machen wird. Bleib einfach dabei, Sprachenlernen braucht Zeit. Ich weiß, es ist leicht, sich entmutigen zu lassen. Aber ich bin entschlossen, weiterzumachen. Danke für die Ermutigung. Jederzeit, dafür sind Freunde da. Du schaffst das, ich glaube an dich. Lektion 16, das ethische Dilemma. Hey Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Absolut, was ist los? Ich habe über dieses ethische Dilemma nachgedacht. Ist Bestechung jemals gerechtfertigt oder ist sie einfach immer falsch?
Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ich kann beide Seiten des Arguments sehen. Richtig? Einerseits fühlt es sich einfach moralisch falsch an, zu versuchen, sich aus etwas herauszukaufen. Ja, Bestechung wird normalerweise als unethisch und korrupt angesehen. Es widerspricht den Grundsätzen der Fairness und der Rechtsstaatlichkeit. Exakt. Aber andererseits könnte es mildernde Umstände geben, unter denen es die einzige Möglichkeit sein könnte, etwas zu erledigen. Stimmt, als ob es um Leben oder Tod geht oder so. Der Zweck könnte möglicherweise die Mittel rechtfertigen. Ich weiß nicht. Selbst in extremen Situationen fühlt es sich für mich immer noch falsch an. Es ist nur ein schlechter Präzedenzfall. Ich verstehe das. Das ist ein rutschiger Hang. Sobald Sie anfangen, Ihre Ethik zu gefährden, wird es einfacher, es wieder zu tun. Richtig, und bevor sie sich versehen, wird Bestechung zur Norm statt zur Ausnahme. Es korrumpiert das gesamte System. Auf jeden Fall. Es ist ein kniffliges Gleichgewicht zwischen Pragmatismus und Prinzipien. Ich glaube nicht, dass es eine klare Antwort gibt. Ja, ich stimme zu. Es ist die Art von Dingen, die wahrscheinlich von Fall zu Fall bewertet werden müssen. Exakt. Es gibt keine Einheitslösung. Es hängt wirklich von den spezifischen Umständen ab. Ganz gewiss. Wie auch immer, danke, dass du deine Gedanken dazu geteilt hast. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Jederzeit genieße ich eine gute ethische Debatte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie diesbezüglich zu Schlüssen kommen. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, es mit mir zu besprechen. Lektion 17: Dekorieren mit Erinnerungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine kurze Frage an dich. Klar, was ist los? Ich versuche, meine Wohnung ein bisschen aufzupeppen. Irgendwelche Tipps, wie man es heimeliger machen kann? Oh, ich liebe es zu dekorieren. Eine Sache, die ich immer empfehle, ist, persönliche Akzente zu setzen. Persönliche Details. Wie was genau? Nun, das Aufhängen von Kunstwerken oder Fotos ist eine großartige Möglichkeit, den Raum lebendiger wirken zu lassen. Das macht Sinn. Ich habe ein paar sentimentale Texte, die ich aufhängen könnte. Definitiv. Wenn Sie Dinge anzeigen, die für Sie eine Bedeutung haben, fühlt es sich eher wie zu Hause an. Das ist ein gutes Argument. Was ist mit anderen Dekorideen? Sollte ich sonst noch etwas in Betracht ziehen? Vielleicht ein paar Pflanzen oder Blumen. Sie fügen ein schönes natürliches Element hinzu. Pflanzen. Ich war noch nie der Beste darin, sie am Leben zu erhalten. Oh, keine Sorge, heutzutage gibt es viele wartungsarme Optionen. Schon ein bisschen Sukkulente kann einen Unterschied machen. Okay, das muss ich mir ansehen. Gibt es noch etwas, was du vorschlagen würdest? Oh, wie wäre es mit ein paar kuscheligen Decken oder Kissen? Dadurch fühlt sich der Raum einladend an. Guter Anruf, das könnte wirklich nett sein. Wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, muss ich welche abholen.
Fantastisch, ich bin mir sicher, was auch immer Sie tun, es wird dafür sorgen, dass sich Ihre Wohnung in kürzester Zeit wie ein richtiges Zuhause anfühlt. Ich schätze die Tipps. Das ist sehr hilfreich, wenn ich anfange. Ich helfe gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Dekorationstipps benötigen. Werde ich machen. Danke nochmal. Lektion 18: Vertrauenswürdige Empfehlungen. Hey Anna, hast du eine Minute? Ich könnte deinen Rat bei etwas gebrauchen. Natürlich, was ist los? Nun, ich suche einen neuen Couchtisch für meinen Laden, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Oh, Kaffeetafel-Shopping, viel Spaß. Ich kenne einige tolle Orte zum Auschecken. Wirklich? Ich würde mich über Empfehlungen freuen, die Sie haben. Ich möchte etwas, das sowohl stilvoll als auch langlebig ist. Auf jeden Fall gebe ich dir ein paar Optionen. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen, Sie werden nicht enttäuscht sein, glauben Sie mir. Fantastisch, das weiß ich zu schätzen. Welche Geschäfte sollte ich mir ansehen? H&M, da ist dieses wirklich coole lokale Möbelgeschäft, das einige wunderschöne handgefertigte Stücke hat. Handgemacht, Das klingt genau nach meinem Geschmack. Ja, die Qualität ist erstklassig. Und die Besitzer sind super freundlich, sie helfen Ihnen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Gut zu wissen. Gibt es noch etwas, das du empfehlen würdest, Auszuchecken? Oh, hast du das neue moderne Haushaltswarengeschäft ausprobiert, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Nein, habe ich eigentlich nicht. Wie sind sie? Sie haben die atemberaubendsten minimalistischen Designs. Ich wette, du könntest dort etwas Perfektes finden. Minimalistisch, Ich muss vorbeikommen und einen Blick darauf werfen. Vertrau mir, du wirst nicht enttäuscht sein. Ihre Auswahl ist wirklich beeindruckend. In Ordnung, nun, ich werde sie auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen. Danke für die tollen Empfehlungen. Natürlich helfe ich gerne weiter. Lass es mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Werde ich tun, ich weiß das zu schätzen. Lektion 19: Erkundung von Karrieremöglichkeiten. Jo, kann ich etwas bei dir erledigen? Absolut, was beschäftigt dich? Nun, ich habe in letzter Zeit viel über meine Karriere nachgedacht. Es gibt einfach so viele Jobs, die ich mir vorstellen könnte. Oh, das ist aufregend. Welche Optionen ziehen Sie in Betracht? Ich weiß nicht, ehrlich. Ich habe darüber nachgedacht, in einem Restaurant zu arbeiten, vielleicht als Kellner oder Koch. Wirklich? Ich könnte mir total vorstellen, wie du das rockst. Du hast die Menschenkenntnis dafür. Denkst du schon? Ich bin mir nur nicht sicher, ob das langfristig zu mir passt. Nun, woran denkst du noch? Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Das ist die Sache. Ich fühle mich ein bisschen überwältigt von all den Möglichkeiten. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Nun, warum machen wir nicht eine Liste und besprechen einige der Vor- und Nachteile der einzelnen? Das ist eine tolle Idee. Okay, mal sehen,
Ich habe auch darüber nachgedacht, in den Vertrieb oder das Marketing einzusteigen. Oh, der Verkauf könnte wirklich interessant sein. Du bist so ein Mensch, ich wette, du wärst großartig darin. Glaubst du das wirklich? Ich war schon immer fasziniert von der Idee, Geschäfte abzuschließen. Unbedingt. Und mit deinem Charisma, denke ich, wärst du ein Naturtalent. In Ordnung. Nun, das ist definitiv eine, die man in Betracht ziehen sollte. Wie wäre es mit etwas in der Technik? Technik, Weißt du, ich habe einen Freund, der in der Softwareentwicklung arbeitet und sie liebt. Softwareentwicklung. Ich habe nicht viel Erfahrung damit, aber es könnte sich lohnen, es sich anzusehen. Auf jeden Fall boomt die Technologiebranche gerade. Es gibt so viele verschiedene Wege, die sie einschlagen könnten. Ja, das ist ein gutes Argument. Dort gibt es viele Möglichkeiten, sie zu erkunden. Lektion 20, die freie Natur erkunden. Hey, ich habe eine Frage an dich. Schieß, ich bin ganz Ohr. Ich habe darüber nachgedacht, diesen Sommer einen großen Campingausflug zu planen. Was denkst du? Oh, das klingt nach einer tollen Idee. Wo willst du hingehen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich hatte gehofft, Sie könnten einige Vorschläge haben. Ich kann mir nur vorstellen, wie atemberaubend die Landschaft in der Natur sein muss. Oh, absolut. In unserer Region gibt es so viele schöne Orte zu entdecken. Haben Sie an die Berge gedacht? Die Berge, das klingt ziemlich unglaublich. Ich wollte mich schon immer im Wandern versuchen. Es ist das Beste. Die Aussicht von oben ist einfach umwerfend. Und die frische Bergluft ist so erfrischend. Ah, das klingt genau nach meinem Geschmack. Gibt es spezielle Wanderwege oder Campingplätze, die du empfehlen würdest? Lass mich nachdenken. Ich habe gehört, dass es etwa eine Stunde außerhalb der Stadt diese unglaubliche Wasserfallwanderung gibt. Der Weg ist auch nicht zu anstrengend. Eine Wasserfallwanderung. Das klingt perfekt. Ich liebe die Idee, nach einer langen Wanderung schwimmen und sich abkühlen zu können. Genau. Und normalerweise gibt es auch einen schönen Campingplatz direkt in der Nähe des Trailheads. Es ist so ein ruhiger, malerischer Ort. Toll, das kommt definitiv auf die Liste. Sollte ich bei der Planung dieser Reise noch etwas beachten? Nun, stellen Sie sicher, dass Sie alles Nötige einpacken, robuste Wanderschuhe, mehrere Kleidungsschichten, Erste-Hilfe-Koffer und so weiter. Ich hab's, Sicherheit geht vor. Gab es enge Gespräche, die du bei deinen Outdoor-Abenteuern hattest? Oh Gott, einmal bin ich auf einer Wanderung einem Schwarzbären etwas zu nahe gekommen. Hat mich zu Tode erschreckt. Wow, auf keinen Fall. Wie bist du da rausgekommen? Haha, sagen wir einfach, ich habe es so schnell wie meine Beine tragen konnten, daraus gefahren. Definitiv ein herzzerreißender Moment. Das kann ich mir nur vorstellen. Nun, danke für all die tollen Tipps. Ich freue mich immer mehr auf diesen Campingausflug. Lektion 21, die Zukunft der Arbeit. Guten Morgen.
Kann ich deine Gedanken zur Zukunft der Arbeit hören? Unbedingt. Ich war wirklich fasziniert von all den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in letzter Zeit. Das Gleiche hier. Es scheint, als ob ständig neue Technologien und Branchen auftauchen. Vollkommen. Heutzutage ist es unerlässlich, mit den neuesten Fähigkeiten und Trends Schritt zu halten. Kein Scherz. Ich kann kaum mit all der neuen Software und Tools Schritt halten, nach denen Arbeitgeber suchen. Erzähl mir davon. Es fühlt sich an, als müsste ich ständig neue Dinge lernen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Einverstanden. Glauben Sie, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren überhaupt traditionelle Jobs geben wird? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass viele Rollen auf irgendeine Weise automatisiert oder digitalisiert werden. Wo, wirklich? Glauben Sie, Roboter und KI könnten menschliche Arbeiter ersetzen? Ich meine, es ist definitiv eine Möglichkeit, besonders für routinemäßigere, sich wiederholende Aufgaben. Wow, das ist ziemlich verrückt, darüber nachzudenken. Also, welche Art von Jobs werden Ihrer Meinung nach in Zukunft gefragt sein? Wahrscheinlich Rollen, die mehr kreative, analytische oder zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. Dinge, die schwieriger zu automatisieren sind. Interessant. Also Jobs, die einzigartige menschliche Fähigkeiten nutzen, hm? Exakt. Berufe wie Softwareentwicklung, Datenanalyse, Marketing und Gesundheitswesen kommen mir in den Sinn. Macht Sinn. Das alles scheint eine gute Mischung aus technischen und menschlichen Fähigkeiten zu beinhalten. Absolut. Und die Fähigkeit, sich schnell anzupassen und zu lernen, wird ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. Zweifellos. Das Tempo des Wandels wird sich anscheinend nur beschleunigen. Auf jeden Fall. Es ist eine aufregende, aber auch ein bisschen entmutigende Zeit für den Arbeitsmarkt. Gut gesagt. Viele Herausforderungen, aber auch viele Möglichkeiten, so klingt es. Lektion 22: Die königliche Geschichte des Vereinigten Königreichs. Hey Anna, wusstest du, dass das Königreich England und das Königreich Schottland 1707 offiziell beigetreten sind? Wirklich? Das war mir nicht bewusst. Was hat zur Vereinigung der beiden Länder geführt? Nun, alles begann mit den Acts of Union im Jahr 1707, die die beiden Königreiche zum Königreich Großbritannien verschmolzen. Faszinierend. Gab es einen bestimmten Grund, warum sie beschlossen, sich zu dieser Zeit zu vereinen? Soweit ich weiß, gab es einige Schlüsselfaktoren. Hauptsächlich politische und wirtschaftliche Interessen. Ah, ich verstehe. Also war es damals ein strategischer Schachzug der herrschenden Monarchen? Exakt. Die englische und die schottische Krone waren seit 1603 unter König James VI. Und mir vereint. Ich verstehe, es gab also schon vor der vollständigen politischen Union eine gewisse gemeinsame Führung. Richtig, die beiden Länder waren vor den Unionsakten über ein Jahrhundert lang eng miteinander verbunden. Interessant. Und wurde das Vereinigte Königreich, wie wir es heute kennen, zu diesem Zeitpunkt offiziell gegründet? Nicht ganz. Das Vereinigte Königreich als Sammelbezeichnung für Großbritannien und Nordirland kam später, im Jahr 1927, hinzu.
Ich verstehe, gut den Unterschied zu kennen. Das moderne Großbritannien hat eine ziemlich komplexe Geschichte, nicht wahr? Auf jeden Fall. Jahrhunderte königlicher Abstammung, politischer Manöver und territorialer Veränderungen. Wow, es ist erstaunlich, wie sehr sich die Landkarte Europas im Laufe der Jahre verändert hat. Kein Scherz. Allein das Vereinigte Königreich hat so viele Transformationen und Fusionen durchgemacht. Es relativiert wirklich, wie fließend nationale Grenzen und Identitäten sein können. Absolut. Die Geschichte ist voll von solchen politischen Neuausrichtungen und Machtverschiebungen. Absolut. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Dinge ständig weiterentwickeln, selbst für alteingesessene Länder. Auf jeden Fall. Die königliche Geschichte des Vereinigten Königreichs ist sicherlich faszinierend und komplex.